Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Kanal. Heute soll es um das Thema Gleichungen umstellen gehen. Ganz ein wichtiges Thema, gerade auch schon in der Schulzeit. Und wenn man das mal wirklich verstanden hat und auf sämtliche Sachen anwenden kann, dann fällt einem später auch vieles leichter. Ich werde heute erstmal wieder auf die mathematischen Grundlagen eingehen. Wenn das dem einen oder anderen zu theoretisch ist, einfach ein bisschen abwarten auf die Beispiele, die sind meistens ziemlich selbsterklärend. Genau, zunächst einmal, was ist eigentlich das Ziel oder die Regel? Das Ziel ist am Ende einfach, dass wir unsere Variable, nach der wir auflösen wollen, isolieren. Ja, also das ist in dem Fall jetzt hier mal unser x. Das ist aber total egal, ob das x ist oder y oder a, b, c. Ja, wenn man beispielsweise in der Physik eine Gleichung hat, F ist m mal a, also die Kraft ist Masse mal Beschleunigung, dann kann man die Gleichung entweder so lassen, dann hat man nach der Kraft aufgelöst, oder man kann die Gleichung nach der Masse oder nach der Beschleunigung umstellen. Ja, also diese Umformung gilt für alle Variablen uneingeschränkt. So, die Regel ist relativ simpel. Man muss einfach auf beiden Seiten die gleiche Operation anwenden. Das nennen sie dann Äquivalenzumformung. Ja, auf der linken Seite von der Gleichung muss ich genau das Gleiche machen in jedem Schritt wie auf der rechten Seite. Und dann ist es noch richtig, dass man gewisse Reihenfolge beachtet. Also normalerweise schaut man erstmal, ob man Klammern auflösen kann oder ob man irgendwas zusammenfassen kann bei dem Ausdruck links oder rechts der Gleichung. Dann kümmert man sich um die Plus- oder Minus-Operationen. Und erst wenn man das alles gemacht hat, kümmert man sich um die Mal- oder Geteilt-Operationen. Und zum Schluss muss man dann gegebenenfalls sich noch um Potenzen, Wurzeln, Logarithmen oder Funktionen bzw. Umkehrfunktionen kümmern. Genau, dann habe ich jetzt hier mal so einen kleinen Werkzeugkasten ja, bereitgestellt. Und zwar geht es hier um Gegenoperationen. Das ist ganz wichtig. Ist also einfach erklärt. Ja, die Gegenoperationen von Plus beispielsweise ist Minus. Also wenn ich irgendwo habe x plus 3, dann muss ich eben die Gleichung mit einer Gegenoperation minus 3 gegenrechnen, damit das x alleine stehen bleibt. Die Gegenoperation vom Mal nehmen ist geteilt. Hier gibt es eine Einschränkung, und zwar die Null. Also man darf zwar theoretisch eine Gleichung mal Null nehmen, aber dann vernichte ich Information. Also das ist mathematisch erlaubt, aber wenn ich eine Gleichung mal Null nehme, dann habe ich am Ende immer Null ist gleich Null. Und das ist zwar richtig, aber dann habe ich Information verloren. Und noch schlimmer ist es, wenn man geteilt durch Null rechnet. Das ist nämlich mathematisch nicht definiert, nicht erlaubt. Also da fliegt uns alles um die Ohren, wenn wir durch Null teilen. Also bitte nicht machen. Und dann gibt es noch Potenzen und Wurzeln. Also wenn ich beispielsweise habe x Quadrat, ja, dann kriege ich das Quadrat weg, indem ich die zweite Wurzel ziehe. Und da habe ich jetzt dazu geschrieben mit Bedingungen. Das heißt, weil im reellen Bereich, also wir kümmern uns hier jetzt nur um die reellen Zahlen, so wie man es in der Schule lernt, da ist es nur erlaubt, dass man Wurzel aus positiven Zahlen zieht. Ja, also die Wurzel von 2 ist Wurzel 2 oder die Wurzel von 9 ist 3. Und das ist immer die nicht negative Zahl. So ist die Wurzel definiert. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise die Gleichung habe, x Quadrat ist gleich 9, dann hat diese Gleichung zwei Lösungen. Ja, einmal 3 und einmal minus 3, weil x, also 3 hoch 2 ist 9 und minus 3 hoch 2 ist 9. Aber wenn ich die Wurzel von 9 ziehe, ist es so definiert, dass nur die positive Wurzel des Ergebnisses ist. Ja, man kann ja sagen, die Quadratwurzel einer Zahl ist per Definition immer nicht negativ. Ja, also das ist einfach eine mathematische Definition und so eine kleine Feinheit. Ist aber jetzt nicht weiter wichtig. Und dann gibt es zum Schluss noch Funktionen und Umkehrfunktionen. Das ist dargestellt, also die normale Funktion f von x beispielsweise oder von y oder was auch immer. Und f hoch minus 1 ist dann die Umkehrfunktion. Und hier habe ich auch ein paar Beispiele mitgebracht. Ja, also x Quadrat, wie schon besprochen, da brauchen wir die Wurzel von x. Und die Wurzel von x ist definiert bei den reellen Zahlen immer, dass sie größer gleich 0 sein muss. Wenn man sich dann komplexe Zahlen anschaut, dann kann man auch die Wurzel aus negativen Zahlen ziehen, aber da mache ich nochmal extra Video dazu. Dann haben wir beispielsweise 4 hoch x, ja, das heißt, wir haben das x im Exponenten. Immer wenn wir das im Exponenten haben, dann brauchen wir einen Logarithmus. Hier den Logarithmus zur Basis 4 ist die Umkehrfunktion. Wenn wir e hoch x haben, also e ist einfach nur die Konstante, die Eulersche Zahl, und dafür gibt es einen besonderen Logarithmus. Man könnte hier sagen, den Logarithmus zur Basis e.
Aber das heißt, ln, also der Logarithmus Naturalis, ist die Umkehrfunktion von e hoch x. Oder wenn wir eine Funktion haben wie den Tangens von x, also der Tangens ist Sinus geteilt durch den Cosinus, und die Umkehrfunktion ist der Akkustangens von x. Gut, dann kommen wir auch schon zum ersten Beispiel. Wir starten ganz einfach mit dem Beispiel 2 mal x ist gleich 6. Und das ist jetzt ein Beispiel, da brauchen wir nicht unbedingt Äquivalenzumformung. Da kann man sich ja überlegen, okay, 2 mal was ergibt 6. Ja, dann wird ihm die 3 einfallen. Wir machen es aber hier trotzdem mit Äquivalenzumformung und da müssen wir beide Seiten durch 2 teilen. Dann bleibt links unser x stehen und rechts unsere 3 stehen. Gut, das zweite Beispiel, hier haben wir jetzt eine Klammer. Ja, 3 mal x minus 2 in Klammern ist gleich 12. Und jetzt können wir so vorgehen, dass wir entweder erst die Klammer auflösen, also das ausmultiplizieren, dann sagt man 3x minus 6 ist gleich 12. Oder wir machen es so, dass wir gleich durch 3 teilen, weil die 3 steht schön vor der Klammer und wir haben hier kein Plus oder Minus außerhalb der Klammer. Das könnte man genauso machen. Und das machen wir in dem Fall auch. Dann haben wir hier geteilt durch 3. Da bleibt die Klammer, das Innere der Klammer stehen. X minus 2 ist gleich 4. Dann müssen wir die minus 2 noch auf die andere Seite holen. Das machen wir mit plus 2 gegen Operation. Und dann kommen wir drauf, x ist gleich 6. Das können wir auch zur Probe mal einsetzen. Wenn wir in der ersten Zeile für das x gleich 6 einsetzen, dann haben wir 3 mal in Klammern 6 minus 2. Das ist 3 mal 4, das ist 12. Die Gleichung stimmt, das heißt, wir haben richtig aufgelöst. So, im nächsten Beispiel haben wir jetzt x auf beiden Seiten. Das ist auch nicht weiter schlimm. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir alle x auf eine Seite kriegen. Ja, ob das links oder rechts ist, ist hierbei egal. Wir machen es jetzt so, dass wir die x nach links schieben. Das heißt, wir müssen minus 2x rechnen. Dann haben wir kriegen wir die x auf der rechten Seite weg. Und dann haben wir 2x plus 7 ist gleich minus 9 stehen. Jetzt müssen wir die plus 7 auf der linken Seite noch wegkriegen, weil wir wollen ja nur die x auf einer Seite haben. Dann müssen wir minus 7 rechnen. Ja, dann bleibt 2x stehen auf der linken Seite. Und minus 9 minus 7 ist minus 16. Und jetzt müssen wir das Ganze einfach nur noch durch 2 teilen. Und dann kommen wir drauf, x ist gleich minus 8. So, im vierten Beispiel haben wir jetzt eine Bruchgleichung. Hier gehen wir auch wieder ganz strukturiert vor. Erst Plus-Minus-Operationen und dann kümmern wir uns erst um den Bruch. Das heißt, erst die minus 2 weg auf beiden Seiten. Dann bleibt der Bruch stehen. Und bei dem Bruch ist jetzt immer wichtig, Brüche sind für uns immer ein bisschen unangenehm. Und Brüche bekommen wir ganz einfach weg, indem wir einfach mal den Nenner, mit den Nenner multiplizieren. Das heißt, wir haben hier x minus 1 durch 3. Das heißt, wir nehmen jetzt beide Seiten einfach mal 3, damit dieser Nenner verschwindet. Dann bleibt hier der Zähler übrig, also x minus 1 und 3 mal 3 auf der rechten Seite ist 9. Jetzt müssen wir einfach nur noch die minus 1 wegkriegen. Gegenoperation ist plus 1 und dann bleibt übrig, x ist gleich 10. Kann man oben in die Gleichung einsetzen und schauen, ob es stimmt. Dann hat man da 10 minus 1 im Zähler ist 9. 9 geteilt durch 3 ist 3. Plus 2. 3 plus 2 ist 5. Also Gleichung geht auf, richtig umgestellt. So, im Beispiel 5 haben wir jetzt alles mal so ein bisschen gemischt. Also da haben wir eine Klammer, einen Faktor vor der Klammer, die minus 5, dann die x auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Das macht alles nichts, einfach strukturiert wieder nach der Reihenfolge vorgehen. Im ersten Schritt lösen wir erstmal die Klammer auf, ausmultiplizieren. Dann kriegen wir 2x plus 6 aus der Klammer raus. Und jetzt sehen wir auf der linken Seite, da steht 6 minus 5. Das können wir natürlich gleich zusammenfassen. Das ist 1. Dann haben wir auf der linken Seite 2x plus 1 ist 3x plus 1. Und jetzt können wir uns um die x kümmern. Ja, wir wollen die nur auf einer Seite haben, jetzt in dem Fall nur auf der rechten Seite. Dann rechnen wir minus 2x. Dann bleibt auf der linken Seite 1 stehen. Und 1 ist gleich x plus 1. Da erkennen jetzt sicherlich die ersten schon, was x dann sein muss. Wir können trotzdem die Äquivalenzumformung noch machen, indem wir minus 1 rechnen. Und dann haben wir hier x ist gleich 0. Ja, und x ist gleich 0 ist ein vollkommen valides Ergebnis. Das ist nicht irgendwie falsch oder man hat sich auch nicht verrechnet. Man kann es ja gerne mal in die Gleichung einsetzen. Dann haben wir hier 2 mal 0 plus 3, das wird 6 ergeben. Minus 5 ist 1. Ja, auf der linken Seite der Gleichung kommt 1 raus. Und auf der rechten Seite 3 mal x, also 3 mal 0 ist 0, plus 1 ist 1. Das heißt, wenn wir das x hier einsetzen, dann erhalten wir 1 ist gleich 1. Das stimmt, also wir haben die Gleichung richtig aufgelöst. Im nächsten Schritt kümmern wir uns jetzt um eine Betragsgleichung.
Betragsgleichungen sind immer etwas trickreicher, weil hier brauchen wir eine Fallunterscheidung. Ja, das hat den Grund, dass die Betragsstriche alles positiv machen. Ja, also der Betrag von 5 beispielsweise bleibt einfach 5, also die positive Zahl bleibt so. Und der Betrag von minus 5 ist aber auch 5. Ja, und genau aus diesem Grund brauchen wir eine Fallunterscheidung. Das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Im ersten Beispiel schreiben wir einfach diese Gleichung ab, und zwar ohne die Betragsstriche. Und das ist unser erster positiver Fall. 2x minus 3 ist gleich 5. Na gut, dann holen wir die 3 rüber, also wir rechnen plus 3. Dann bekommen wir 2x ist gleich 8. Das müssen wir noch durch 2 teilen, beide Seiten. Und dann bekommen wir x ist gleich 4 für den ersten Fall. So, jetzt müssen wir uns um den zweiten Fall kümmern. Und im zweiten Fall machen wir es jetzt einfach so, dass wir den negativen Fall noch abdecken müssen. Das heißt, wir lassen wieder die Betragsstriche weg und setzen dann aber minus 5 auf der rechten Seite ein statt 5, weil, wie gesagt, der Betrag macht alles positiv. Das heißt, wir müssen den Fall 5 und minus 5 abdecken. Und hier ist es jetzt so, dass wir ganz normal wieder umstellen. Das heißt, erst holen wir die 3 rüber, plus 3 auf beiden Seiten. Dann haben wir hier 2x ist gleich minus 1. Und dann einfach nur noch durch 2 teilen. Dann bekommen wir x ist gleich minus 1. Und jetzt haben wir hier zwei Lösungen, x ist gleich 4 und x ist gleich minus 1. Die können wir auch beide mal einsetzen, damit man das auch nochmal versteht mit dem Betrag. Und dann setzen wir hier einfach mal ein, für x gleich 4 bekommen wir 2 mal 4 ist 8, 8 minus 3 ist 5 und der Betrag von 5 ist 5, also stimmt. Für den zweiten Fall setzen wir x gleich minus 1 ein, dann haben wir 2 mal minus 1, das ist minus 2 und minus 2 minus 3 ist minus 5 und der Betrag von minus 5, wer hätte das gedacht, ist 5. Also richtig aufgelöst wieder die Gleichung. So, im nächsten Fall kümmern wir uns jetzt um eine Exponentialgleichung. Und hier sehen wir schon, hier ist das x im Exponenten. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen Logarithmus, um das runterzuholen. Jetzt kümmern wir uns erstmal aber um den Faktor. Also plus, minus gibt es hier nirgendwo. Das heißt, den ersten Schritt können wir überspringen. Wir haben aber mal geteilt irgendwo. Ja, diese 3 mal, die können wir uns rückgängig machen, indem wir geteilt durch 3 rechnen. Beide Seiten geteilt durch 3, dann bleibt auf der linken Seite das 2 hoch x stehen. Und auf der rechten Seite 24 geteilt durch 3 ist 8. So, und wie bekommen wir jetzt dieses x aus dem Exponenten herunter? Indem wir den Logarithmus anwenden. Dann ist immer die Frage, welchen Logarithmus brauchen wir denn? Naja, wir haben 2 hoch x, das heißt, wir brauchen den Logarithmus zur Basis 2. Und der Logarithmus zur Basis 2 von 8 ist 3. Ja, das kann man sich so vorstellen, wenn man sagt 2 mal 2 mal 2 ist 8, also 2 hoch 3 ist gleich 8. Das heißt, der Logarithmus zur Basis 2 von 8 ist gleich 3. Das muss man sich kurz mal im Kopf überlegen, aber wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es gar nicht so schwer. Im nächsten Beispiel geht es nochmal um eine Exponentialgleichung. Hier haben wir jetzt nicht mehr x allein im Exponenten, sondern x minus 1. Das ist aber auch nicht wahnsinnig viel schwieriger. Zunächst einmal sehen wir hier, wir haben wieder 5 mal irgendwas. Diese 5 mal können wir mit geteilt durch 5 umkehren oder neutralisieren. Dann haben wir hier auf der linken Seite 2 hoch x minus 1 ist 7 geteilt durch 5, das ist 7 Fünftel. Und jetzt wenden wir wieder den Logarithmus an, wieder zur Basis 2 auf beiden Seiten. Dann bleibt uns links übrig x minus 1. Und rechts bleibt uns übrig der Logarithmus von 7 geteilt durch 5. Das sieht jetzt kompliziert aus. Das ist einfach nur eine Zahl, die man in den Taschenrechner eingeben kann. Ja, der Logarithmus zur Basis 5 von 7 Fünftel. Im nächsten Schritt holen wir uns die plus 1, wählt man noch an auf beiden Seiten, damit das x alleine steht. Und dann bekommt man hier für x ist gleich 1 plus der Logarithmus zur Basis 2 von 7 Fünftel. Und das kann man einfach in den Taschenrechner eingeben. Das ist gerundet 1,49. So, im 9. Beispiel haben wir hier jetzt nochmal eine Exponentialgleichung, aber diesmal nicht mit der Basis 2, sondern mit der Basis e. Also das ist die Eulersche Zahl und diese Eulersche Zahl ist eben besonders, wenn sie als Basis steht, weil es dann diese sehr bekannte Exponentialfunktion eben darstellt. Und vielleicht kurz als Anmerkung, die Ableitung von dieser Exponentialfunktion mit der Basis e bleibt gleich. Ja, also wenn ich e hoch x ableite, bekomme ich e hoch x. Soll aber jetzt hier nur am Rande erwähnt sein. Und bei dieser Gleichung machen wir es jetzt wieder so, dass wir erstmal den Faktor, die 4 mal
neutralisieren. Das heißt, wir rechnen geteilt durch 4 auf beiden Seiten. Dann bleibt unser e hoch 0,5x stehen und rechts 10 geteilt durch 4 ist 2,5. So, und jetzt brauchen wir wieder einen Logarithmus, aber diesmal nicht den Logarithmus zur Basis 2, sondern den Logarithmus zur Basis e oder den ln. Also Logarithmus Naturalis auf beiden Seiten. Dann holen wir uns hier auf der linken Seite unser x runter. 0,5x ist gleich ln von 2,5. So, im nächsten Schritt, wie lösen wir jetzt nach x auf, wenn wir 0,5x haben? Naja, indem man die Gleichung einfach auf beiden Seiten mal 2 nimmt. Dann haben wir hier ein x stehen. Und das ist dann 2 mal ln von 2,5. Und das können wir wieder in den Taschenrechner eingeben. Das ist gerundet 1,83. So, im 10. Beispiel haben wir jetzt hier mal noch eine Logarithmusgleichung. Also hier genau der umgekehrte Fall. Wir wissen ja jetzt, die Umkehrfunktion von e hoch x ist der ln von x. Und genau andersrum geht es natürlich auch. Also die Umkehrfunktion vom ln von x ist eben e hoch x. Und da schauen wir jetzt hier mal, wie das funktioniert. Wir haben den ln von x minus 2. Wir wollen jetzt diesen ln wegkriegen. Das heißt, wir wenden auf beiden Seiten e hoch an. Und e hoch ln von x minus 2, da bleibt einfach x minus 2 übrig. Und auf der rechten Seite e hoch 1, naja, das bleibt einfach e. Wie gesagt, e ist einfach nur eine konstante Zahl. Dann müssen wir auf beiden Seiten noch plus 2 anwenden, damit wir das x isolieren. Und dann steht da x ist gleich 2 plus e. Und 2 plus e kann man auch in den Taschenrechner eingeben. Das ergibt 4,72 gerundet. Jetzt haben wir hier noch als Bedingung stehen, x muss größer als 2 sein. Ja, das hat den Grund, wenn x nämlich 2 ist oder kleiner, dann bekommen wir hier einen Logarithmus von 0 oder einen negativen Logarithmus. Und der ist nicht definiert. Ja, das liegt einfach daran, der Logarithmus Naturalis ist ja die Umkehrfunktion von der e-Funktion. Und wenn man sich die e-Funktion mal anschaut, die wird nicht 0 oder die wird 0 bei minus unendlich, also wenn man so eine Grenzwertbetrachtung macht. Und negativ kann sie nicht werden. Das heißt, man muss hier den Definitionsbereich einschränken. Ist aber jetzt auch nicht näher wichtig, soll nur erwähnt sein. Gut, dann kommen wir auch schon zum letzten Beispiel. Hier kümmern wir uns mal um den Arcus Tangens bzw. den Tangens. Für alle, die es nicht wissen, also der Arcus Tangens ist die Umkehrfunktion vom Tangens. Und der Tangens, den kennen vielleicht manche aus der Trigonometrie. Ja, also wenn jemand was von Sinus und Cosinus mal gehört hat, der Tangens ist einfach definiert als Sinus geteilt durch Cosinus. Ja, also Gegenkathete geteilt durch Ankathete. Also kommt aus der Geometrie, oder viele haben da erstmal die ersten Berührungspunkte aus der Geometrie. Und wir wollen jetzt diese Gleichung nach x auflösen. Naja, der Arcus Tangens brauchen wir die Umkehrfunktion, das heißt, wir wenden auf beiden Seiten den Tangens an. Dann bleibt links das in der Klammer stehen, also 2x minus 1. Und rechts müssen wir einfach den Tangens natürlich auch auf diese Pi Sechstel anwenden. Und der Tangens von Pi Sechstel, das kann man in den Taschenrechner eingeben. Da muss man aufpassen, dass der im Bogenmaß eingestellt ist und nicht im Gradmaß. Und der Tangens von Pi Sechstel ist 1 durch Wurzel 3. Und jetzt haben wir es fast geschafft. Jetzt müssen wir die minus 1 noch wegkriegen auf der linken Seite, indem wir plus 1 rechnen. Dann haben wir hier 2x ist gleich 1 plus 1 durch Wurzel 3. Ja, und jetzt müssen wir einfach beide Seiten noch durch 2 rechnen, damit wir das x isoliert haben. Und dann kriegen wir raus, für x ist gleich 1 plus 1 durch Wurzel 3. Und das nochmal geteilt durch 2, das ist gerundet 0,79. Gut, das soll es auch schon gewesen sein mit den Beispielen. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Wenn ihr irgendwelche Gleichungen habt, wo ich schwer tut, die aufzulösen, gerne in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, ganz essentiell ist, diese Gleichungen umstellen. Wenn man das mal verstanden hat, tut man sich deutlich leichter. Genau.